Hallo, das ist Steffen Bürger von faithblog.org. Manchmal ist es gar nicht so leicht, das Echte vom Falschen zu unterscheiden. Auch im christlichen Glauben gibt es Wahrheit und Täuschung. Oftmals ist das Selbsttäuschung. Doch wie kann man das Echte von dem Vorgetäuschten unterscheiden? Wer etwas aus Liebe tut, der tut es, weil er in dem Geschöpf, dem er dient, Gottes Wesen sieht. Weil er Gott liebt oder weil sie Gott liebt, liebt er oder sie auch den Menschen und tut ihm Gutes. Wer etwas aus der Erkenntnis tut, mal wieder etwas Gutes tun zu wollen, aus Überzeugung, der dient sich selbst, er möchte selber gut sein. Er sieht also nicht in erster Linie den Menschen vor sich, sondern sich selbst. Beide Taten können sich ähnlich anfühlen, ähnlich ausschauen und das Lächeln und die Freundlichkeit auf dem Gesicht können ähnlich strahlen. Doch der eine, der dient Gott, weil er in dem Menschen Gott sieht, und der andere will seine Sache einfach nur gut machen und dient nur sich selbst. Das ist ein feiner, aber signifikanter Unterschied. Und genauso unterscheiden sich auch die Wölfe im Schafspelz von den Schafen. Wölfe im Schafspelz tun Gutes, solange es ihnen selber dient. Schafe tun Gutes aus Liebe, weil sie Gott in dem anderen sehen, weil im anderen das Wesen Gottes sehen. Wie kann man aber beide voneinander unterscheiden? Die Linie ist sehr fein und die Unterscheidung ist nicht leicht. Ich habe einmal ein paar Merkmale zusammengestellt und ich frage mich, ob wir uns nicht alle einmal auf der einen Seite und auf der anderen Seite wiederfinden. In 1. Mose 2, also in Genesis im Kapitel 2, ist von zwei Bäumen die Rede, die im Garten Eden im Paradies stehen. Der eine Baum ist der Baum des Lebens und der andere ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Mensch sollte damals nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, sonst würde er sterben. Der Baum der Erkenntnis steckt Grenzen ab. Gut und Böse, Anfang und Ende, Leben und Tod. Und erkennen heißt hier, in sich aufnehmen, verschmelzen. Das ist das gleiche Wort, wie wenn Mann und Frau innig miteinander verbunden sind. Verschmelzen mit Gut und Böse ist das Ende vom Leben. Und wie erkennt man nun, von welchem Baum man sich nähert? Das ist eine ganz feine Linie und doch entscheidet sie über Leben und über Tod. Und ich möchte jetzt über Merkmale sprechen, wenn jemand vom Baum des Lebens in erster Linie lebt oder vom Baum der Erkenntnis. Wer vom Baum des Lebens lebt, der geht im Herzen nach, dem geht es im Herzen nach um den Menschen. Und wer vom Baum der Erkenntnis lebt, dem geht es im Herzen nach in erster Linie um die Sache. Vom Baum des Lebens handelt aus Liebe, der Baum der Erkenntnis handelt aus Prinzip. Wer vom Baum des Lebens lebt, der kennt Jesus vom Herzen. Wer vom Baum der Erkenntnis lebt, der kennt Jesus vom Verstand. Wer Jesus kennt und vom Baum des Lebens lebt, der hat Frieden im Herzen. Der Baum des Erkenntnis hat wenig Frieden und fühlt sich immer zu getrieben. Vom Baum des Lebens zu leben heißt es, er liebt, Jesus zu begegnen. Und er betet und freut sich zu beten. Wer vom Baum der Erkenntnis lebt, der betet wenig und liebt es auch nicht zu beten. Beten ist irgendwie eher so eine Arbeit oder Pflichterfüllung. Wer vom Baum des Lebens lebt, dem sind Beziehungen und Frieden wichtiger untereinander als Sachen und Richtigkeiten. Wer vom Baum der Erkenntnis lebt, dem sind Sachen und Richtigkeiten wichtiger als Beziehungen und Frieden untereinander. Oder es würde einem selber schaden, wenn man den Frieden nicht schafft. Glaube ist für den, der vom Baum des Lebens lebt, ständiges Loslassen von der Welt, von Verletzungen, Schuld, Bitterkeit und Krankheit. Wer vom Baum der Erkenntnis lebt, für den ist Glauben, Gutes erreichen wollen, ein besserer Mensch werden. Sie vertreten oft die Meinung, dass die Gnade Gottes dann hilft, wenn man sich genug bemüht hat. Wer vom Baum des Lebens lebt, der nimmt die Stimme Gottes durch irgendeinen Sinneskanal wahr. Wer vom Baum der Erkenntnis lebt, der kennt die Stimme Gottes gar nicht. Wer vom Baum des Lebens lebt, für den ist Glaube Beziehung zu Jesus und ständiges Empfangen der Gnade Gottes. Jesus hat für alles bezahlt und ich muss nichts beweisen. Ich bin ganz angenommen. Wer vom Baum der Erkenntnis lebt, für den ist Glaube Opfer bringen. Man muss Opfer bringen. Und Jesus hat vielleicht auch irgendwie bezahlt, das ist irgendwie so im Raum, aber man muss dann zeigen, dass man es auch wirklich ernst meint. Wer vom Baum der Erkenntnis lebt, hat keinen Frieden. Er beurteilt immer zwischen Gut und Böse und richtet andere. Und wer vom Baum des Lebens lebt, der nimmt den anderen von Herzen an und liebt auch Menschen, die ihnen schwerfallen.
Es ist eine ganz feine Linie vom Baum des Lebens und von der Erkenntnis zu unterscheiden. Und vielleicht hat der eine oder andere sich in beiden Seiten wiedererkannt. Und als Christen wachsen wir darin durch immer wieder Vergebung, die wir von Jesus empfangen, immer mehr ähnlicher zu werden wie Jesus. Und das heißt, vom Baum des Lebens zu leben. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und es steht in Galater 3, Vers 13, verflucht ist, wer am Holze hängt. Und Jesus ist zum Fluch geworden für uns. Und dieses Wort, was dort für Baum steht, ist dasselbe, was in diesem Alten Testament Zitat für Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis benutzt wird. Der Baum hat eine ganz signifikante Bedeutung und die Wurzeln sollen tief sein. Und unsere Wurzeln sollen tief gegründet sein im Baum des Lebens, der für uns Jesus Christus ist, die wir an ihn glauben und der für uns alles bezahlt hat und unsere Schuld vergibt. Das ist Steffen Bürger von Faithblog und ich wünsche euch allen eine gute Woche, eine gesegnete Zeit. Und wenn euch das gefallen hat, dann klickt doch auf den Like-Button und abonniert meinen Kanal. Und dann sage ich Tschüss.